Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen absoluten Klassiker und zwar eine super schnelle Version des Käsekuchens ohne Boden. Super schnell und super cremig. Ja, was ihr dafür benötigt, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme 750 Gramm handgeschöpften Bio-Schichtkäse. Ihr könnt stattdessen aber auch 750 Gramm Magerquark oder ganz normalen Sahnequark verwenden. 2 Päckchen Puddingpulver und zwar Geschmacksrichtung Vanille, 250 Gramm Zucker. Ich habe jetzt hier einen Zuckerersatzstoff, da könnt ihr aber auch ganz normalen Zucker nehmen. Dann Sahne und zwar 400 Gramm, 2 Becher saure Sahne, wiederum 400 Gramm also. Ein Esslöffel Vanillezucker, ich nehme da immer meinen selbstgemachten Vanillezucker. Wer möchte, kann noch einen Teelöffel Rum hinzufügen oder einfach einen Schuss Rum. Schale einer abgeriebenen Zitrone, nach Geschmack, nach Belieben könnt ihr einfach die Hälfte oder die ganze Schale verwenden. Und ihr benötigt 4 mittelgroße Eier und ich nehme immer Bio-Eier. 3 Esslöffel Öl habe ich noch vergessen. Dann habe ich mir eine 26er Springform ausgemehlt und ausgebröselt. Da könnt ihr Semmelbrösel nehmen oder auch Kokosflocken oder ich habe jetzt hier zum Beispiel Nüsse, gemahlene Nüsse nehmen. Das bleibt ganz euch überlassen, was euch schmeckt und was ihr gerade da habt. Ihr könnt euch den Ofen gleich auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen, denn es geht jetzt super schnell. Die Eier werden getrennt, die Eiweiß steif geschlagen und die restlichen Zutaten werden miteinander vermengt. Und dann wird einfach nur das Eiweiß unter die restlichen Zutaten gehoben und schon ist die Masse fertig und kann in den Backofen. Also es geht wirklich super, super fix. Deswegen gleich mal vorheizen und dann geht's los mit der Zubereitung unserer Masse. Also die Eiweiß einfach steif schlagen. Am besten sollten sie zimmerwarm sein und wir können noch eine Prise Salz hinzufügen. Das ist immer ganz gut. Dann schlägt sich's besser. Und ganz wichtig, zimmerwarm werden lassen. Dann geht's auch. Also das Eiweiß ist schön steif geschlagen und in der Zwischenzeit habe ich mir schon meine 750 Gramm Schichtkäse, aber wie gesagt, ihr könnt auch Magerquark nehmen, in die Schüssel, in eine andere Schüssel gegeben und dazu können jetzt sämtliche anderen Zutaten und dann wird das Ganze miteinander kombiniert und die Masse ist auch schon fertig. Dann die 2 Becher saure Sahne. Da könnt ihr auch was anderes nehmen, zum Beispiel Joghurt oder irgendwas anderes, eher Flüssiges. Der Zucker. Da eine Esslöffel Vanillezucker. Und ihr wisst ja, wie ich meinen Vanillezucker selber mache. Ich nehme einfach den Rest von ausgekratzten Vanilleschoten und lasse den mit Zucker zusammen in einem Glas. Einfach so ein bisschen ziehen und dann habe ich einen schönen selbstgemachten Vanillezucker. Da braucht ihr so ungefähr einen Esslöffel. Dann natürlich das Puddingpulver. Einfach mit dazugeben. 2 Tüten. Dann 3 Esslöffel neutrales Öl. Ich habe hier so ein Pflanzenöl. 1, 2, 3. Dann brauchen wir noch die süße Sahne. Das sind auch nochmal 400 Milliliter. Ich sehe gerade, meine Schüssel ist ein bisschen klein. Also eine große Schüssel verwenden am besten. Allerdings, was fehlt, ist jetzt sowieso nur noch die Zitronenschale. Und wenn ihr wollt, etwas Rum. Ich lasse den Rum jetzt weg und gebe nur noch ein bisschen Schale drüber. Ich finde, das schmeckt immer super bei einem Käsekuchen. Das Ganze jetzt einfach miteinander verrühren und ihr könnt das natürlich auch mit einem Handrührgerät machen. Allerdings habe ich jetzt so eine volle Schüssel, dass ich lieber vorsichtig erstmal mit dem Spatel dran gehe. Aber das geht natürlich noch viel schneller, wenn ihr jetzt die vernünftige Schüssel habt und eben dann auch mit dem Handrührgerät gut rankommt und euch nichts überläuft. Und jetzt kann der Eischnee gerade untergehoben werden, aber da meine Schüssel jetzt so klein ist, gebe ich das jetzt vorsichtig hier zu dem Eischnee dazu und das Ganze jetzt einfach nur miteinander verrühren und dann ist unsere Masse auch schon fertig. Und ihr seht, das ist richtig schön fluffig, einfach dadurch, dass wir jetzt den Eischnee so schön vorher aufgeschlagen haben. Eine richtig tolle, fluffige Masse und dadurch wird der Kuchen auch super cremig. So schnell geht das, die Masse ist schon fertig und kann jetzt in die vorbereitete Form gegossen werden.
Also es ist schon recht viel Masse jetzt für die 26er Form. Also ihr könnt auch eine 28er verwenden, dann habt ihr etwas mehr Spielraum nach oben. Und das Ganze darf jetzt gebacken werden, 60 bis 70 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Und danach bleibt der Kuchen im Ofen, kühlt im Ofen aus und wird dann erst rausgeholt und kann auch am besten über Nacht dann im Kühlschrank weiter abkühlen und sich richtig festigen. Also vorher nicht an die Form gehen, damit er einfach in sich fest werden kann, denn er hat ja keinen Rand und das ist dann schon nochmal ein anderes Handling als bei einem Kuchen mit Rand, den man dann schon vielleicht rausholen könnte. Der Käsekuchen war bei mir jetzt 60 Minuten im Ofen und zwischendurch habe ich ein Backpapier auf die Oberfläche gelegt und die Temperatur ein bisschen reduziert, weil er mir einfach zu dunkel wurde. Das macht ihr am besten auch so, dass ihr so ein bisschen schaut, ist vielleicht die Temperatur zu hoch und dann einfach abdecken. Der super cremige Käsekuchen war jetzt bei mir eine Nacht im Kühlschrank und jetzt werde ich ihn für euch probieren. Ich habe mir dazu noch eine Erdbeersoße hergerichtet, einfach aus frischen Erdbeeren, die ein bisschen pürieren und dazu servieren oder auch frische Erdbeeren einfach dazulegen. Schmeckt richtig gut, gerade wenn jetzt Erdbeerzeit ist. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch für euch zu testen, wie schmeckt dieser Kuchen eigentlich. So sieht der Kuchen jetzt bei mir aus und ich habe ihn schon mit dem Messer vom Rand freigeschnitten. Und ja, mal gucken, wie er sich jetzt macht. Sieht wunderschön aus. Ihr könnt ihn jetzt zum Beispiel hier oben auch noch ein bisschen dekorieren. Ein paar Erdbeeren oben drauf legen zum Beispiel. Oder ihn einfach so lassen, das geht natürlich auch. Ja, mit den Erdbeeren sieht das richtig toll aus. Ich habe sie jetzt im Halbmond angeordnet. Dann sieht man auf der einen Seite noch den schönen Käsekuchen, auf der anderen Seite die Früchte. Da könnt ihr natürlich, eurer Fantasie sind da wieder keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt natürlich auch Sahnehäubchen noch oben draufsetzen und das Ganze zu einer Torte aufpimpen. Dann werde ich unseren Käsekuchen mal anschneiden. Also er ist super fluffig. Und dann legen wir uns noch eine Erdbeere hier an die Seite und lassen noch ein bisschen leckere Soße drüber fließen. Ja, wie ihr seht, heute bin ich alleine. Ich bin viel zu früh fertig mit diesem schnellen Kuchen. Daran sieht man auch, wie schnell das Ganze geht. Normalerweise dauert es halt so lange, dass dann Jo auch zu Hause ist. Er ist noch in der Schule und deswegen probiere ich jetzt für euch. Ja, und es riecht hier total gut nach Erdbeeren und nach diesem Käsekuchen. Einfach super lecker. Der Kuchen schmeckt super lecker, super cremig, fluffig, durch den Eischnee auch super luftig. Und der besondere Kick ist natürlich die Erdbeersoße. Einfach ein bisschen Erdbeeren pürieren und vielleicht noch gegebenenfalls Zucker dazu tun oder einen Spritzer Zitronensaft und dann ist eure Erdbeersoße auch schon fertig. Und das gibt dem Ganzen noch so den gewissen Kick und das gewisse Etwas und eure Familie wird sicherlich sehr begeistert sein davon. Ja, und ihr habt wenig Arbeit und perfekt. Der Sonntag ist gerettet. Das war mein leckerer, super schneller, cremiger Käsekuchen. Besonders lecker mit der Erdbeersoße und den frischen Erdbeeren obendrauf. Ich bin gespannt, wie ihr ihn dekorieren werdet. Schickt mir gerne eure Fotos dazu und ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Sonntag, 10 Uhr. Dann gibt es wieder ein leckeres Torten- oder Kuchenvideo für euch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Unten einfach die kleine Glocke drücken. Dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen, wenn ein neues Video hochgeladen worden ist. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, einen schönen Sonntag für euch und bis bald. Tschüss!